Meine Lehrmeister waren die Kinder. Als ich also Familienrichter wurde, war mir klar, dass ich nicht gelernt habe, mit Kindern angemessen umzugehen, dass ich nicht gelernt habe, was Kinder brauchen, in welchem Alter sie was brauchen, und ich habe auch nicht gelernt, was man mit Eltern macht, die im Konflikt sind. Wie man Eltern unterstützen kann, dass sie ihren Konflikt nicht nur erkennen, die Ursachen erkennen, sondern auch in die Lage kommen, es zu lösen. Das alles wusste ich nicht. Nachdem ich das erlebt habe, was dann mit Jugendlichen los ist, da habe ich gedacht, also hier muss was passieren. Ich habe also 2 Professoren der Psychologie gewonnen, die dann uns Familienrichter begleitet haben. Also einmal im Monat oder alle 2 Monate einen Kursus gemacht haben, einen Workshop. Und habe mit dem Kinderschutzbund zusammen eine Konzeption entwickelt. Eine Konzeption, wie man schwierige Situationen, in die die Eltern von Kindern geraten, so löst, dass also die Eltern wieder fähig sind, ihre Verantwortung gemeinsam zu tragen. Und wenn das nicht möglich ist oder so, dann also im Grunde dafür sorgen, dass bei Gericht fachübergreifende Vertretungen für Kinder präsent sind. Egal, ob geschieden, getrennt oder was auch immer. Und ihre Kinder dann weiter begleiten können. Ich bin Jugendrichter gewesen und habe erfahren müssen, dass etwa 75% aller delinquenten Jugendlichen aus Broken-Home-Milieus stammten. Und das bedeutet, nicht die Jugendlichen waren verantwortlich dafür, was da passiert ist, sondern es waren meine Kollegen oder das Jugendamt oder wer das nicht wahrgenommen hat und die Familie nicht angemessen behandelt hat in einer Krisensituation. Aus dem entscheidungsorientierten Richter wird der Friedensrichter, dessen Hauptfunktion eigentlich darin besteht, die Leute an den Tisch zu holen, sie also sich mit der Situation auseinanderzusetzen und dann mit fachlicher Unterstützung diesen Menschen Gelegenheit zu geben, ihre Konflikte so zu lösen, dass der Richter überflüssig ist. Dass sie also wieder Eltern werden. Egal, ob geschieden, getrennt oder was auch immer. Und dafür braucht ihr also eine Beratung. Und entweder gebe ich euch die Beratung in Form eines Sachverständigen, der also diesen Auftrag bekommt, nicht zu entscheiden, wer ist hier besser, sondern zu beraten. Oder ihr sagt mir, bei wem ihr euch beraten wollt, bei welcher Stelle. Dann warte ich 3 Monate. Aber dann will ich wissen, wie es euch geht und wie es vor allen Dingen euren Kindern geht. Bei meiner Beobachtung von hochstreitigen Situationen habe ich Kinder erlebt, also, wo ich sie nicht gemeinsam sofort mit beiden Eltern haben konnte, weil mir das zu heikel war. Dann habe ich die Kinder bei dem einen Elternteil gesehen und dann habe ich die Kinder mit dem anderen Elternteil gesehen. Und dann habe ich gesehen, oh, ich habe 2 verschiedene Kinder vor mir. Und beim Kind ist die Ursache nicht das Kind und nicht die Regelung, sondern die Ursache ist der Konflikt der Eltern. Und solange dieser Konflikt besteht, wird das Kind nachhaltig geschädigt und um seine Kindheit betrogen. Und das hat gewaltige Folgen. Das hat diese Konferenz hier gezeigt, das hat die Erhebung gezeigt. Und Beziehungsfähigkeit heißt, das ist so ein Teufelskreis, der in Gang gesetzt wird. Leben die Eltern und der Staat dem Kind vor, dass Konflikte zwischen Eltern nicht lösbar sind, außer dass also die Macht verteilt wird, dann nimmt das Kind diese Erfahrung mit und wird im Zweifel genau den gleichen Weg gehen. Dann sind es die Enkelkinder, die in die gleiche Misere kommen. Und diese Trennungssituationen kommen immer früher, weil die Leute immer weniger gelernt haben, mit Konflikten nicht nur zu leben, sondern die auch aufzulösen. Der Elternteil, der jetzt draußen ist, bleibt für das Kind ein wichtiger Elternteil. Und irgendwo muss das Kind dann verstehen lernen, dass das, was der Elternteil gemacht hat, ihn nicht schlecht macht, sondern dass das eine menschliche Situation war. Holen Sie es nicht vor Gericht und befragen Sie es nicht. Weil wenn Sie das Kind fragen, bekommen Sie Antworten, aber diese Antworten sind nichts wert.
weil die Kinder werden ihnen das sagen, was sie glauben, was von ihnen erwartet wird. Vor Gericht haben die Kinder dann noch die Schwierigkeit, dass sie in einer besonderen Angstsituation stecken, weil sie wissen gar nicht, was passiert, was will der von mir und so weiter. Und je jünger die Kinder sind, umso wertloser sind also sowieso die Aussagen. Das zeigt, hat mir deutlich gemacht, dass es nicht darum gehen kann, hier von Gericht autoritär irgendeine Maßnahme zu beschließen, bevor nicht klar ist, ob die Eltern krank sind oder ob die Eltern böswillig sind. Und wenn sie böswillig sind, dass ich dann im Grunde andere Mittel anwenden muss. Sondern dann weiß ich, es geht um eine massive Kindesgefährdung. Wenn die Eltern so bleiben, wie sie sind, dann wird das Kind um seinen Anspruch auf gesunde Identitätsentwicklung betrogen. Diese Kinder werden zu anpassungsbereiten, angepassten Erwachsenen erzogen, die also im Grunde um ihre grundrechtlich verankerte freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit gebracht werden. Und das ist nach deutschem Recht, deutschem Strafrecht, ein Straftatbestand. Das Kind hat ein Recht im Grunde, egal ob die getrennt leben oder nicht, Beziehungen zu beiden Elternteilen zu unterhalten. Es hat ein Recht darauf, dass beide Eltern es also möglichst paritätisch weiter betreuen, einvernehmlich, das heißt flexibel, sich abstimmen können, auch wenn sie getrennt sind, auch wenn sie wieder verheiratet sind, völlig egal, jenseits von jeglicher Diskriminierung. Das ist das Recht des Kindes, erstens. Und ich finde das bestätigt durch die UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 1989. Da ist es noch wunderbar, noch klarer formuliert, dass die UN-Konvention im Grunde genauso wie das deutsche Grundgesetz sagt im Grunde, willkürliche Eingriffe in das Familienleben des Kindes sind verboten. Wenn das passiert, wenn es willkürliche Eingriffe geben könnte, die rechtswidrig sind, die also gegen das Recht des Kindes auf Eltern oder auf Betreuung durch Eltern verstößt, wenn es solche Dinge gibt, hat das Kind Anspruch auf Rechtsschutz. Das steht in der UN-Konvention. Da wird so getan, als ob die Eltern sorgeberechtigt wären. Das stimmt gar nicht. Der Einzige, der sorgeberechtigt ist, ist das Kind. Ich habe ein Recht darauf, von meinen Eltern betreut und umsorgt zu werden. Das ist ein Naturrecht, das ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht. Und die Eltern, so auch das Bundesverfassungsgericht, haben kein isoliertes Recht. Die Eltern haben eine Pflicht dem Kind gegenüber und das ist verbunden mit einem Recht der Eltern, aus dieser Pflicht nicht entlassen zu werden. Das heißt, auch hier ist schon sprachlich, also bei uns aufzupassen, welche Sprache wir verwenden und wo wir also gedanklich oder sprachlich das Recht verorten. Also der Familienrichter heute, der gleichzeitig über Unterhalt, über Scheidung, über Gewalt zwischen Ehepartnern oder so entscheiden muss, da wirkt das Kind eher wie eine Geisel. Wer das Kind hat, hat den Vorteil, was den Unterhalt angeht, was die Wohnung angeht und so weiter. Das kann so nicht bleiben. Das heißt, die Abgeordneten brauchen einen Kinderbeauftragten, der interdisziplinär besetzt ist, der auch von der Bevölkerung temporär berufen wird. Und diese Gruppe Kinderbeauftragter informiert die Abgeordneten, hat ein eigenes Initiativrecht. Wenn man den Kinderbeauftragten überstimmen will, dann muss man schon eine qualifizierte Mehrheit haben. Und ist völlig abgespalten von der ausführenden Gewalt, also von der Exekutive. Also nur dem Parlament verantwortlich, nur für die Parlamentarier da. Und hier werden die Gesetze gemacht. Diese Institution sorgt dann dafür, dass wir also dann vor Ort Kinderanwälte haben, die ähnlich aufgebaut sind und den Leuten kostenfrei zur Verfügung stehen. Und was wir brauchen, ist also im Grunde ein Bewusstsein bei uns allen,
dass wir, ich sag's mal so, wieder in unsere Kompetenz kommen als Erwachsene und damit also auch erkennen können, wann immer also in Dinge eingegriffen wird, unberechtigterweise in Dinge eingegriffen wird und wann immer insbesondere auch dadurch wieder unsere Kinder geschädigt werden. Die Lösung liegt wiederum bei den Menschen, die die Kompetenz haben. Das ist die Eltern. Und je mehr ich ihnen das zutraue als Richter, dass sie das auch mit meiner Unterstützung schaffen, ganz sicher bin, du schaffst das, also innerlich davon überzeugt bin, authentisch bin, dann habe ich plötzlich eine Situation, wo diese Eltern gar keine Schwierigkeiten haben mitzugehen. Und vor allen Dingen, ich erlebe dann Kinder, die das also wesentlich mit unterstützen. Und die Zellforschung hat deutlich gemacht, dass es nicht die Gene sind, die uns steuern. Wir werden gesteuert wie so ein Eisberg von den 95% unter Wasser, das heißt das Unterbewusste, was wir selbst glauben von uns.